Willkommen zu einer neuen Mivola News Ausgabe. Fettes Brot war zu Gast im Miniatur Wunderland. Für die Dreharbeiten einer Szene des neuen Videoclips Kontrolle reiste die Schleswig-Holsteiner Hip-Hop-Formation an und gab mit viel Stimmung ein kleines Live-Konzert vor der Kamera. Der mit umfangreicher Technik und Überwachungsmonitoren ausgestattete Leitstand diente dabei als ideale Kulisse für Teile des Songs. Zu sehen ist der neue Videoclip unter anderem bei YouTube. Ein Feuer in der Speicherstadt war Ursache für einen großen Feuerwehreinsatz. Nach einem Brand im Lüftungsschacht bei der angrenzenden Kaffeerösterei rückte ein großes Gebot an Feuerwehrautos an. Das gesamte Nachbargebäude musste geräumt werden. Sogar ein Feuerwehrschiff wurde für den Notfall herbeigerufen. Glücklicherweise war das Wunderland nicht von dieser Löschaktion betroffen. Nach kurzer Zeit war das Feuer wieder gelöscht und die nötigen Kontrollmaßnahmen der Feuerwehr wurden durchgeführt. Allerdings saß uns allen der Schreck in den Knochen und wir hoffen auch in Zukunft davor verschont zu bleiben. In unserer letzten Mivola News Ausgabe sind wir auf die Schrebergartenanlage im Flughafenabschnitt eingegangen. Die einzelnen Module sind mittlerweile alle fertig und warten nur noch auf ihren Einsatz. Hinzu kamen noch viele weitere Motive, deren Details liebevoll ausgestaltet wurden, wie etwa diese kleine Carrera-Bahn. Auch der Bau der Flugzeuge läuft mittlerweile auf Hochtouren. Über 30 Flugzeuge werden speziell für ihren Einsatz von uns angefertigt. Bevor sie aber auf die Startbahn im Flughafenabschnitt dürfen, müssen sie noch weitere, sehr komplexe Schritte durchlaufen. Den ganzen Prozess können Sie in Kürze in unserem Blog Gerrits Tagebuch erleben. Schauen Sie doch einfach mal rein, um mehr zu erfahren. Auch in dieser Folge zeigen wir wieder neue Konstruktionen. Hier zum Beispiel entsteht ein Supermarkt für den Flughafenbereich. In wochenlanger Arbeit hat Elke die einzelnen Details angefertigt. Bei dieser Aufnahme werden gerade einzelne Produkte in die Regale geräumt. Auch an den kleinen Durst wird gedacht. Zu einem typischen Supermarkttreiben zählen auch Einkaufswagen ohne oder mit Ladung, sowie natürlich die Kundschaft. Was man in dieser Einstellung noch nicht erkennen kann, wird jetzt enthüllt. Kleine Kassen und ebenso kleine Stühle für die Verkäufer. Die hellgraue Grundplatte hat Fugen bekommen, wurde durch Punktierung verdreckt und anschließend neu lackiert. Ob Bäckerei, Obst- und Gemüseabteilung oder auch der Kassenbereich, all das wird in diesem Bereich zu finden sein. Hier sieht man das Dach des neuen Mietwagenparkhauses. Der Eigenbau wird mehreren hundert Autos Platz bieten. Um einen realistischen Eindruck zu erschaffen, werden sogar die einzelnen Treppenaufgänge verkabelt. Auf diese Weise ist geschaffen, was später für die perfekte Beleuchtung nötig ist. Ein weiteres Gebäude wird dieser Baumarkt sein. In mühevoller Kleinarbeit wurden extra Pflanzen aufgezogen, Kassen bemalt, Blumenplattformen errichtet und Produkte angefertigt. Auch die Regale wurden mit verschiedensten Artikeln ausgestattet. Selbstverständlich ist hier eine korrekte Vorauswahl der Figuren wichtig. Im Anschluss müssen diese nicht selten aber noch einmal angepasst werden, wie zum Beispiel für das Probeliegen. Alles, was es in einem richtigen Baumarkt zu finden gibt, wird nach Fertigstellung auch bei dessen Miniaturausgabe vorhanden sein. Was aus diesen kleinen Teilen entsteht, erklärt uns Jens. Ich baue hier gerade verschiedene Packstücke für den Frachtbereich vom Flughafen. Die Flugzeuge müssen ja auch was laden. Und da haben wir jetzt gerade 3 erste Entwürfe, wobei der sieht schon gar nicht so schlecht aus, muss ich noch ein bisschen was dran machen. Das ist so ein Igloo-Container, der in alle möglichen größeren Frachtmaschinen reinpasst. Und der ist nach verschiedenen Seiten abgeschrägt, weil der fürs Hauptdeck ist vom Flugzeug. Und je nachdem, wie man ihn reinschiebt, passt er dann immer in die Rundung vom Flugzeug rein. Für die Fahrzeuge des Flughafenbetriebs erstellt Jens in mühevoller Handarbeit neue Wasserträger. Auch diese werden später einmal auf der Anlage ihre Runden drehen. Für die ganze Technik musste Jens reichlich Platz schaffen. Wenn man den Deckel abnehmen kann. Das ist wesentlich einfacher, man kommt an alle Komponenten besser ran, die nachher hier drin sind. Deswegen ist das hier so gehalten und konstruiert. Nach der Fertigstellung diverser Brücken hat Gaston in diesem Monat wieder etwas Neues entworfen. Für die ICE-Strecke zum Flughafen wurde eine moderne Hangbefestigung erstellt. Was sich Gaston dabei genau gedacht hat, erklärt er uns. Nämlich hier praktisch Sandstein. Und somit habe ich ein bisschen kleineren farblichen Effekt drin. Grau und halt den Sandstein. Und typisch für Bahnbereich sind Lupinien. Und so schwebt uns das vor zu begrünen. In diesem Ton und diesen Ton. Ich habe die beiden Töne gemixt und ich kenne ja meine Jungs hier von der Eisenbahn, unter anderem unsere verrückten Foromaner. Also habe ich mir eine Foromaner gemacht. Die habe jetzt mal alle schwarze T-Shirts und dann mache ich den mit weißer Farbe vorne auf der Brust
so der typische Eisenbahnknoten, was sie ja immer auf ihre Shirts tragen. Und wo kommen die hin? Dort auf das kleine vorbereitete Podest. Hier stehen meine Forumaner. Und dann habe ich mir gedacht gehabt, das wäre ja geil, wenn die fotografieren könnten. Auch ein paar Tipps gibt der Preis. Jetzt muss ich das benetzen, dass das schön nass ist. Und jetzt pass auf, jetzt nehme ich so ein bisschen Farbe, streiche das einmal rüber. Dann siehst du, wie das runterläuft. Der Schmutz kommt ja nicht überall rein, nur an gewisse Vertiefungen. Und so lebt eine Mauer. Das ist praktisch jetzt der erste. Und beim nächsten Mal gehe ich ein bisschen mit, mache wieder nass und dann lasse ich ein bisschen grün runterlaufen, weißt du, das soll das Famose sein. Und so kann man praktisch mit verschiedenen Tönen so eine Wandgestaltung, da kommt Leben rein. Und dann die Kübel bepflanzen und fertig. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bei Zugdurchfahrt werden hier in Zukunft die kleinen Forumanen ihre Fotos knipsen. Die letzten Lücken in der Bahnstrecke am Flughafen sind endlich geschlossen. Nach wochenlanger Arbeit ist der Trassenunterbau vollständig und die letzten Gleise wurden verlegt. Nach einer ersten abschließenden Kontrolle auf Fehler in der Verdrahtung wurde auch schon die erste Testfahrt durchgeführt. Die mit Spannung erwartete Testfahrt funktionierte einwandfrei. Hier werden später einmal viele Züge den Airport Knuffingen anfahren. Das war's auch schon wieder für diesen Monat. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag oder einen angenehmen Abend. Bis zum nächsten Mal.